Hi Leute, ich bin's mal wieder. Euer... Genau. Willkommen zum 7. Teil unseres Experimentes. Heute möchte ich gar nicht viel rumquatschen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. In dieser Woche habe ich wirklich viel trainiert. Täglich viele Stunden. So viele Stunden, dass mir die Hand gebrannt hat. Hauptsächlich habe ich mich mit dem Ballteil beschäftigt. Und wenn man so lange an einem bestimmten Teil rumprobiert, findet man immer wieder neue Stellen, die optimiert werden müssen. Denn plötzlich funktioniert die Technik von gestern nicht mehr, weil sich der Bewegungsablauf so sehr verändert hat, dass sich die verschiedenen Techniken manchmal in die Quere kommen. Dabei versuche ich, die Effekte aber beizubehalten. Ein kleines Beispiel. Letzte Woche habe ich die Pfeife noch mit der rechten Hand erscheinen lassen. Nun werde ich versuchen, das Ganze auf die linke Hand zu übertragen. Man sollte meinen, das sei kein großes Problem. Aber das täuscht. Für mich verändert das alles. Für mich bedeutet das ein neues Handling. Gewohnte Bewegungen müssen verworfen und neu einstudiert werden. Und natürlich muss auch das Kostüm neu angepasst werden. Vor circa 3 Wochen habe ich zum Beispiel 1,5 Stunden damit verbracht, dieses Teil hier zu basteln. Ich gehe jetzt mal nicht im Detail darauf ein, was das ist. Die Kenner unter euch werden es verstehen. Jedenfalls wurde dieses Teil jetzt durch das hier ersetzt. Da denkt man jetzt, ja super, da hätte ich mir die 1,5 Stunden auch sparen können. Nein, hätte ich nicht. Denn so etwas nennt man Verbesserung, Optimierung, Anpassung, Weiterentwicklung. Das ist völlig normal. Es kann sogar sein, dass ich später doch wieder auf das erste Ding zurückgreife. Wer weiß das schon. Aber all diese Kleinigkeiten machen unser Experiment zu so einem aufwendigen Prozess. Letzte Woche habe ich euch zum Beispiel gezeigt, wie unsere Ballroutine aussehen könnte. Falls ihr das Ganze verpasst haben solltet, ich verlinke euch das Video nochmal hier oben in der Infokarte. Das Ganze hat sich in dieser Woche komplett verändert. Vielleicht nicht für den Zuschauer, denn für ihn erscheinen ja immer noch einfach nur 4 Bälle. Aber für mich. Denn ich verwende ganz neue Techniken. Und bevor diese Techniken magisch aussehen, sehen sie meistens so aus. Erst nach 100.000 Wiederholungen fängt an, etwas zu entstehen, das vielleicht das Potenzial für einen Zaubereffekt hat. Dann versucht man diese Technik zu vereinfachen und nach weiteren 100.000 Wiederholungen wird diese Technik wieder verworfen. Dabei entstehen meist so 3 bis 4 verschiedene Variationen. Dann muss man sich für eine entscheiden. Und das ist nicht immer einfach. Denn für euch mag diese Variante aus der Kameraperspektive super aussehen. Aber von der Seite würde man sehen, wie der Trick funktioniert. Deshalb muss die Bewegung angepasst werden. Außerdem arbeite ich hier momentan mit Methoden, die echt nicht einfach sind und es gibt einige Aspekte, die ich dabei berücksichtigen muss. Und nur mal so als Information, ich präsentiere an dieser Stelle noch kein bisschen. Das ist immer noch nur die pure Technik, kombiniert mit einem bestimmten Bewegungsablauf. Aber durch das ganze Optimieren und Vereinfachen habe ich, glaube ich, langsam eine Routine gefunden, die mir gefällt. Und dabei habe ich auch unser Problem mit der Sauerei aus meinem letzten Video berücksichtigt. Deshalb habe ich diese Schale noch hinzugenommen. In diese Schale schütte ich später einen Teil unseres Sandes. Jetzt entsteht zwar ein komplett neues Bild und damit auch neue Effekte, aber dafür wird mir einiges vereinfacht. Und ich rede nicht nur von der Sauerei an meinen Händen und auf dem Boden, sondern auch von Bewegungsabläufen und Techniken. Denn ich spiele die Abläufe auch immer und immer wieder in Gedanken durch und stelle mir dabei vor,
ob und wie die Technik unter meinen verschiedenen Auftrittsbedingungen funktionieren würde. Hier kommt mir meine Erfahrung natürlich zugute und diese Erfahrung kann einem keiner abnehmen. Die muss jeder von euch selber machen. Jedenfalls habe ich jetzt schon mal eine kleine Ballroutine, zumindest vom technischen Ablauf her. Jetzt muss ich mich wieder daran gewöhnen und das Ganze so oft wiederholen, bis die Bewegungen von alleine passieren und ich nicht mehr darüber nachdenken muss. Also immer noch 50 Mal mehr. Zwischendrin kommen mir auch noch andere Gedanken, wie zum Beispiel dieser hier. Was ich mit dem roten Tuch allerdings vorhabe, sei an dieser Stelle mal noch nicht verraten. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr glaubt, was ich damit vorhabe. Außerdem habt ihr im letzten Video geschrieben, dass ihr es immer wieder toll findet, wenn ich andere Kollegen mit ins Video nehme. Ihr könnt ja auch gerne mal kommentieren, wen ich noch so alles vorstellen soll. Und ich schaue dann mal, was sich da machen lässt. Tja, und das war's auch schon wieder. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was ich euch nächste Woche für Neuheiten erzählen und vor allem zeigen kann. Bleibt gesund und wissbegierig und vergesst niemals, Daiküng kann nur entstehen, wenn Heben und Magie im Einklang sind. Euer Professor.